Moin Leif Lü und hey Ali Hoppa, willkommen zurück bei mir, Radbot und unserem Schwedenspiel. Wir erobern oder was heißt wir erobern? Wir versuchen ein Protektorat in Persien zu bilden. Dazu brauchen wir allerdings Kandahar mit uns hier im Kampf. Indien wäre auch schön. Wenn ja Indien eigentlich mit Verbündeten beeinflussen. Nee, tatsächlich brauchen wir aber eigentlich Kandahar, um nämlich überhaupt an die Feinde ranzukommen. Das gelingt uns nicht so gut. Ne, wir wollen hier nichts befreien. Wir wollen hier eigentlich auch weiter sonst nichts. Eigentlich wollen wir hier gar nicht so viele Dinge tun. Ja, die ganzen einzelnen... Ja. Eine ganze Menge Leute da unter sich. Was wir brauchen, ist ein Vertrag mit Kandahar, der uns erlaubt, militärischen Zugang zu haben. Wir haben den militärischen Zugang bereits. Dann könnte das jetzt ja vielleicht einfach klappen. Ich fürchte allerdings fast, das wird wieder nicht funktionieren. Aber naja, fürchten heißt nicht wissen oder so ähnlich. Wenn den Trupp hier auch schon mal bereitstellen, dann soll er sich organisieren. Irgendwo laufen wir doch von uns 158.000 Mann rum. Mit 0 Organisation, auch nicht schlecht. Und wir haben nur 21 Bötchen. Eine gigantische Marine, die wird gerade auch aufgebaut. Okay, vielleicht war das nicht der beste Zeitpunkt, um so einen Krieg zu starten. Kann das vielleicht auch sein. Problem ist, dass wir nicht über Kandahar kommen. Das heißt, irgendwie müssen wir... Ja, weiß ich auch nicht wie. Können wir hier irgendwo... Landesbefreiung will ich eigentlich auch nicht. Ein Embargo mit dir wirst du mir wohl nicht den militärischen Zugang geben. Kabul. Du vielleicht? Mit dir einen Vertrag machen über... Unabhängigkeit unterstützen. Ja, das wäre toll. Bahrain. Können wir Bahrain einfach erobern und keiner sagt was dafür oder dagegen? Ah, Großbritannien ist da involviert in das Ganze. Dann wohl nicht. Militärischen Zugang gibst du uns auch nicht einfach so jedenfalls. Wir können handeln, wenn du das möchtest. Noch ein bisschen Blei geben. Glas vielleicht? Oh, Glas findet er gut. Glas finden wir auch gut. Kohle findet er auch gut. Haben wir auch nicht so viel von. Motoren findet er auch gut. Haben wir auch nicht so viele von. Stahl, da könnten wir ein bisschen... 6000 Stahl, ja, ich glaube auch, wa? Ich glaube es auch. Wir haben schon ziemlich wenig Glas. Das wird teuer. Dünger. Können wir alles machen. Gibt es denn irgendwas, was du uns geben willst? Ich meine, das müssen wir auch bezahlen, aber... Artillerie... Gummi... Handelsmarine... Oh, Handelsmarine. Du musst einfach 50 Handels... Ah, du brauchst nicht ganz 50 geben. Das wird auch reichen. Wir machen das mal so. Irgendein Krieg mit irgendeinem Nicht-Land ist ausgebrochen. Da kümmert sich aber schon irgendjemand drum. Die Vereinbarung trat jetzt in Kraft. Was bringt uns die jetzt? Nichts. Ja, das ist ja auch viel. Wir sind 16 Mann. Vielleicht können die ja hier eine Invasion starten. Was ist denn hier los? Delhi-Front. Gibt offensichtlich eine Delhi-Front. Man lernt nie aus.
Welchem Krieg denn? Persien? Na dann hinter. Du kannst ja vielleicht versuchen, da irgendwie hinzukommen. Ja, wir haben leider keine Flotte mehr über. Wir haben hier allerdings noch jemanden, der an Land geht. Auch das ist gut. Ja, wir haben wenig Organisation, das ist uns allen klar. Ist jetzt gerade halt mal eben so. Wie geht es unseren Kompanien eigentlich? Ikea zum Beispiel. Du möchtest das hier nicht machen. Warum möchtest du das nicht machen? Warum geht es hier nicht weiter? Sagen wir es mal so. Wir sind nicht mehr in den Top-Produktionsgeschichten. Das ist natürlich in der Tat schlecht. So, und jetzt rennt da rein und ab geht die Post. Wenn wir gerade nicht mehr hier die Top-Produzenten von Möbeln sind, wer denn eigentlich dann? Ich möchte jetzt keine in Navarra bauen, um ehrlich zu sein. Ja, wir können auch gerade keine mehr bauen, so richtig, weil wir halt voll sind mit Möbeln. Können Möbelhütten höchstens noch verkloppen. Was tatsächlich auch eigentlich eine Idee wäre, aber das haben wir dahingestellt. Wir brauchen vielleicht mehr Gewehre. Oh, die brauchen Öl. Ja, was Öl braucht. Sehe ich auch noch irgendwas, was Öl braucht? Vakuumierung, genau. Brauchen wir nicht mehr Schnaps? Nicht dringend. Reisfelder haben wir irgendwie Millionen. Okay. Nein, ist ja in Ordnung. Elektrozäune haben wir jetzt keine Verwendung für, um richtig ehrlich zu sein. Da können wir das machen, so gut es geht. Okay, Autos. Oh, schon Autos bauen? Kettensägen können wir auf jeden Fall mal uns zu Gemüte führen, aber dazu brauchen wir eigentlich mehr Öl. Haben wir noch ein bisschen Öl auf Lager? Heimisches Öl haben wir noch eine ganze Menge. Ja, Persien, dann wird doch jetzt einfach Protektorat und ist die Sache doch auch eigentlich gegessen. In dem Sinne. Wollen sie aber wohl nicht. Muss man vielleicht auch nicht verstehen. Multikulturalismus. Ey, wieso denn immer eine Blockade nach der anderen? Auch das. Wen kann ich denn hier zum Multikulturalismus noch überreden? Legitimistisch. Eher nicht. Auch eher weniger. Es muss was Fancyes sein. Sowas hier? Nee, Demokratie auch nicht. Auch nicht. Naja gut, dann muss es halt so gehen, wie es geht. Die könnt ihr noch reinholen, oder? Ihr seid doch Multikulturalisten, oder? Finden die das nicht gut? Finden es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Ja, sind wir endlich Freunde. Wir haben mehr erklärte Interessen. Wir können mehr Interessen erklären. Nämlich das Russland und Polen. Ja, los. Das sollte doch alles kein Thema sein, oder? Ich meine, wir haben doch Malaria-Versorgung. Besser nicht. Vorsorge.
Wir sollen Preußen mit einem Embargo. Na gut, wenn das so ist, dann machen wir das. Skane gibt offene Ohren, das ist immer schlecht, aber jetzt auch gerade erstmal nicht unbedingt zu ändern. Preußen belegt uns auch mit dem Embargo, auch das ist erstmal nicht zu ändern. Und noch ein Jahr für unsere Militärinvestitionen, stimmt gar nicht. Unsere Militärinvestitionen sind fast abgeschlossen. Dann brauchen wir Multikulturalismus, damit wir genug Leute haben, die unsere Armee auch, ja, wie sagt man denn, die in unserer Armee auch dienen können. Hier kann da Persien, ihr müsst doch freundlich mit mir sein. Ja, wir haben hier natürlich große Truppen jetzt aufgereiht. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Kommandostrache Größe her optimal, sage ich mal. Tomaten brauchen wir vielleicht nicht zwingend. Sag ich jetzt mal so ganz salopp. Aber das ist doch alles schon mal in Ordnung. Was bist du für eine Truppe? Ihr seid mein Afrika-Korps und sowas, ne? Du hier. Du wohnst da schon. Du wohnst hier oben, ne? Ja, das ist alles in Ordnung. Wohnst du da oben? Ja, du bist auch in Südafrika. Du sollst nach da. Wenn es denn geht. Wird hier noch vernünftig erobert, sage ich schon. Vernünftig gedingst. Ja, kolonisiert heißt das. Dingst. Es wird nicht besser. Privatschulen. Na gut. Ende des Sklavenhandels. Ja. Sklavenhandel brauchen wir nicht mehr. Dem sind wir durch, kann man sagen. So, wen können wir jetzt noch unserem Machtblock zufügen? Die wollen ja alle nicht so richtig. Ägypten, du bist auch ganz raus, ne? Aber wir haben auch keine Verträge mehr, wie ich das richtig sehe. Ägypten ist überhaupt nicht mehr mein Freund. Niederlande eigentlich schon noch, aber nicht genug. 49, auch 200 Einflusshebel. Aber er steigt auch ein bisschen. Ja, wir können jetzt auch nichts mehr dazu oder wegnehmen. Es ist alles drin, was drin sein kann. Ich kann jetzt nur noch versuchen, noch freundlicher zu dir zu sein, aber das geht gar nicht. Aber es wächst auch. Vielleicht bauen wir gerade in den Niederlanden relativ viel, das weiß ich nicht. Belgien, du bist noch nicht so weit. Aber dich kriegen wir auch schon noch. Jetzt müssen wir erstmal Möbel bauen. Was baut denn unser Privatsektor so? Ja, alle Häfen, die sie finden können. Giftwerft macht natürlich auch Sinn. Bei den ganzen anderen Kram. Und wir bauen halt... Aber jetzt bauen wir viel Opium. Das ist gut. Opium in Persien. Bis zum Niedergang. Da drehen sie jetzt völlig durch. Die Herrenhäuser hier. Und Färbemittel. Ja, das ist aber alles in Ordnung. Kann man machen. So, jetzt haben wir hier schon wieder irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen. Du gegen mich, ja, wenn es sein muss. Wenn anders nicht geht. Motorenwerke, wir haben Elektro, wir haben Automobile. Wo bauen wir denn jetzt Automobilfabriken? Haben wir eine Kompanie, die Automobile machen möchte, die gut baut? Du baust Munition, ne? Hochleistungssprengstoff, auch nicht schlecht. Lebensmittel, Rind, Lebensmittel, irgendwas.
Auf. Ericsson baut super Telefone. Auch nicht schlecht, muss man ja mal sagen, ne? Telefone. Auch noch oben auf meiner Liste von Dingen, die ich eigentlich bauen möchte. Aber irgendwie was mit Autos, da sehen wir uns nicht, ja? Eine Autofabrik, weiß ich. Was ist da in Norwegen, Schweden? Oder ist, glaube ich, tschechisch, ne? Naja, schreibt es gerne in die Kommentare. Also es gibt welche, ich komme gerade nur nicht drauf. Das Schinkenradio von Philips, auch nicht schlecht. Aber wir bauen lieber Ericsson. Und das Ganze hier auch so ein bisschen, ne? Ein ganz kleines bisschen historisch zu machen. Hier ist ein Auto, Fiat. Na gut, das werde ich wohl nicht schaffen in diesem Leben oder im nächsten. Fiat ist der einzige, sag mal, besondere Automobilhersteller. Ja, aber nicht glauben. Wo erzielen wir damit am meisten Einnahmen? Vielleicht Einnahmen heimisch? Wir sind doch heimisch. Sverland möchte sowas haben. Irgendwas, wo wir Leute haben. Transvaal, Freistaat. Baut halt alle ein paar Autos. Mir ist es doch egal am Ende. Das ist mir nicht meine Schnur, muss ich sagen. Und relativ vollkommen egal. Wir haben ziemlich teure Bauwaren. Stahl, Glas, Werkzeuge, Sprengstoff. Was ist da nicht draus geworden? Das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall gleich mal irgendwie beheben. Hier in 11 Monaten nicht mal durch sein mit den ganzen Automobilen. Okay. Bist du? Das brauchst du nicht bauen. Wir brauchen keine Autos in den Kolonien bauen. Gut, das ist keine Kolonie, das ist okay. Sag ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber ich glaube, Autofabriken in den Kolonien sind jetzt nicht unbedingt das Entscheidendste, was wir machen können. Wie sieht das denn so mit unseren Klientelländern aus? Ah ja, Dänemark wäre bereit zur Annexion. Kandahar können wir zum Protektor zur Marionette machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das mache ich jetzt mal. Ja, die sind jetzt nicht super zufrieden mit uns, sage ich mal, aber ausreichend zufrieden, behaupte ich. Wenn wir jetzt den Multikulturalismus haben, dann wäre es top. Ich nehme an, Persien gerade so von uns aufgebaut und aufgekauft. Die eigentlich nicht viel zu sagen haben. Kolonisierung Mikronesien etc. abgeschlossen, das ist auch schön zu hören. Ja, keine Ahnung. Mexiko kann dann halt mit uns noch ein bisschen besser handeln. Das konnten, glaube ich, vorher auch schon, ne? Hier, Argentinien gehört uns, ne? Ja. Chile aber nicht, ne? Nee. Wir sprechen von Stockholm. Wir keine schwedische Vorherrschaftsgeschichten. Wir wollen gar keine schwedischen Vorherrschaftsgeschichten. Wahlrecht für Frauen, das tun wir vielleicht auch nicht. Nils August, du bist humanitaristisch. Nee, du sollst bleiben, was du bist. Denn dass du humanitaristisch bist, sorgt überhaupt dafür, dass wir Multikulturalismus machen können. Wir haben Streitkräfte mit Ethnonationalisten. Das sollten wir vielleicht
lösen, das Problem. Können wir aber nicht lösen. Die sind hier alle nicht so richtig top. Korporatistisch auch nicht so schlecht. Maschinenstürmerisch ist sehr schlecht. Privatschulen. Haben wir nicht schon bessere Schulen? Wir haben ja schon öffentliche Schulen. Nee, nee, dann wird das mit den Privatschulen aber nichts. Und hier können wir noch... Hier den rechten Tree, da können wir noch ganz ordentlich was machen. Hier sind wir schon sehr gut aufgestellt. Da muss noch freier Handel. Dann können wir hier noch unseren Menschenrechtsgeschichten ein bisschen erweitern. Oh, verdiente Beförderung, alles gut. Diebe und Lügner, wir verlieren Autorität, aber kriegen mehr Erlassungserfolgschance, dann machen wir das. Chile verbessert sein Standing mit uns. Auch nicht zwingend positiv, sage ich mal. Wir brauchen Multikulturalismus. Ich will ja jetzt endlich diesen Krieg führen und Skandinavien haben. Aber es geht nicht. Ich glaube nicht, dass wir die besiegen können momentan. Österreich wäre da bei denen mit im Bunde. Spanien möglicherweise auch. Wenn das auf Null fällt, dann machen wir das, egal was passiert. Können wir hier noch irgendwas raushauen? Nee. Ching, bist du eigentlich mein Freund oder mein Feind? Du bist auf jeden Fall mein Feind. Aha, gar. Wie auch immer. Rein da. Ja, mit dem neuen Update, das kommt ja demnächst. Eventuell müssen wir den Playthrough dann sogar abbrechen. Da hätte ich schon eine neue Idee, aber ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Besonderes, Bestimmtes sehen wollt. Davon abgesehen, mit dem neuen Update werden sich natürlich diese ganzen Kulturgeschichten massivst ändern. Dann muss man auch mal sehen, wie das so wird. Ja, angeblich bauen wir noch Kasernen. Na, wir bauen keine Kasernen mehr. Bekommen die noch? Tango-Spezialisten hier, die auch im Krieg. Ist schon was nervig mit den ganzen Kriegstreibereien hier. Französisch, Gabun, Kongo. Das wäre ja dann ein Konsortium. Technisch gesehen kann ich dir noch Kongo und so geben, ne? Hier unten weiter, ja, aber nicht besonders schnell. Nicht besonders schnell. Ich hätte gerne eine Autofabrik. Also irgendjemand, der, sag ich mal, Autos baut. Muss man hier so blöd scrollen. Das sind meine Kompanien. Dann umsetzbare und mögliche. Die umsetzbaren mal kurz beiseite. Achso, wir haben ja Premium-Motoren. Wir machen Motoren und Autos. Aber Ericsson wollen wir auch. Wir haben Colt. Und wir haben den Multikulturalismus. Das ist schon mal gut. Wir müssen die Volkspartei verbessern, sage ich mal. Papua zieht jetzt in den Krieg gegen mich. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. In allen Ländern dieser Welt, ausgerechnet Papua-Neuguinea, die sich hier jetzt nämlich an mir Anstoß nehmen.
Österreichisches Rheinland. Auch nicht schlecht. Sozialistischer Internationalismus. Französische Sozialisten. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Transport. Knapp. So, weil wir schon wieder Motoren brauchen. Befördere hier nur einen Mann. Jetzt kommen schon die Einwanderer. Jetzt kommen hier kurdische Einwanderung. Marinebefehlshaber. Enttäuscht mich nicht. Jetzt kommen die Inder. Und damit füllen wir jetzt unsere Soldaten, unsere Heere. Hoffentlich, so zumindest der Plan. Wir kriegen hier nämlich ganz ordentlich Bevölkerung. Isländer sind hier keine gern gesehenen Leute. Das kann ich ja bald nicht glauben. Wir erlauben jedem hier irgendwelche Bedenken zu äußern, ja, das ist ja gar keine Frage. Ein bisschen wenig Autorität gerade, muss ich mal zugestehen. Wir sollten vielleicht ein paar Erlasse loswerden. Das nützt nichts, wir müssen die tatsächlich canceln. Niemand an die Kinder. Brauchen wir schon wieder 1000 Häfen in Algerien? Warum bauen wir so viele Häfen in Algerien? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ach so, weil ihr subventioniert wurdet, oder wie? Eieiei. Das erklärt natürlich einiges. Das ist klar. Ich möchte eigentlich irgendeine Firma, die mir hier die ganzen Kraftwerke baut. Da habe ich einen ganzen Haufen Kraftwerke, aber ich glaube nicht bei uns, oder? Ne, bei uns gibt es tatsächlich keine Kraftwerke. Das könnte man auch mal ändern. Akzeptanz von Schweden, von Leuten wird besser, das ist immer gut. Baut die Kraftwerke da erstmal alle hin. Der Rest gibt sich von selbst. Ja, jetzt kommen hier tatsächlich die ganzen indischen Gäste. Hier keine Lobbyfinanzierung, doch, möchte auch laufen, ne? Eine Lobbyfinanzierung. Ihr sollt hier nicht wie doof irgendwelche Häfen bauen. So, der Hafen wird jetzt nämlich, wahrscheinlich geht der jetzt ein bisschen unter. Subventioniert.
Libyen sind die Häfen auch so funktioniert. Ah. Wie viele Schiffe brauchen wir denn wohl? Die Antwort darf nicht alle sein. Österreich war nicht Freunde? Schon irgendwie, ne? Und zumindest mal keine Feinde. Erklärung. Ja, alles gut. Investitionshilfe, Militärhilfe, ja gut. Das könnten die jetzt auch einfach canceln, ne? Könnten die jetzt jederzeit canceln. Ich würde hier gerne Motoren nicht. Möbel würde ich ja nicht gern verkaufen. Geld geben. Aui. Viel. 500. Oh, geht. Eine Verpflichtung verlangen. Nee. Sachsen. Nicht verlangen, dass sie ein Klientelland werden. Kommunisten Sachsen. Griechisch-schwedische Vertrag. Unabhängigkeit gewähren, Militärhilfe würde ich dir geben. Vielleicht doch nicht geben. Ich würde auf dein Geld verzichten. Keine Ware mehr andrehen, aber vielleicht ja Möbel haben zum Beispiel. Seide. Seide haben wir auch. Aber was willst du damit? Eine Verpflichtung verlangen. Und ja, keine Ahnung, die Motoren andrehen. Hier Seide andrehen. Was ich andrehen kann. Nee, willst du mir was geben? Schiffe, ja toll. Schiff ist das, was ich brauche. Tabak. Zucker. Keine Subventionen auf irgendwas? Ne, interessiert die nicht. Ja, dann halt doch Militärhilfe. Da müsste aber eigentlich noch ein bisschen Geld drauflegen. So, da können wir noch eine Kompanie mit unterbringen. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit für die Fahrzeugkompanie. Technisch gesehen hätten wir diese Chance, wenn wir bessere Fahrzeuge in Svealand hätten. Heute hier alles gleichzeitig, ne? Urbanisierung in Schweden abgeschlossen. Ja, dann nicht an der Pinnwand festmachen. Ich wollte dich befördern. Hier, sei befördert, mein Freund.
Transport wird teuer. Du musst wieder einen besseren Transport einbringen. Ist ja nun nicht so schwer. Okay, warum? Was ist denn so schwer? So, Holz ist natürlich nicht dein Ding, ne? Aber werde ich jetzt auch nicht los. Stahl. Bei mir baut keiner Stahl. Ich bin gerade so auf. Kannst du Stahl? Du kannst noch Stahl, dann kriegst du auch Stahl. Und dann wird das nächste, wird Ericsson. Und Ericsson kann, glaube ich, auch Strom. Kann Ericsson Strom? Ne, Eisen. Ah, da haben wir keiner Strom macht. Das ist die in Norwegen, ja. Technikverbreitung. Landwirtschaftsdurchsatz. Ich muss mit die auch noch nehmen. Wie viele Kompanien haben wir denn dann? Ich glaube 6 kann man haben, ne? Wir haben und 4, ja, und 6 kann man haben. Mist, damit ist nix. Oh no. Und auch nix. Jetzt bau die Dinger da fertig. Und auf die Tube, Mann. Studentenumgebung für Faschisten. Ja Gott, meinetwegen. Können wir mal hin. Unsere Bevölkerung explodiert, könnte man sagen. So, und jetzt möchte ich hier gerne Demo-Motoren Sverland gründen. Ich würde euch gerne noch Stahlwerke aufs Auge drücken. Kann ich aber nicht, weil ich nicht genug Autorität habe. Braucht mehr Autorität. Ja, können den jetzt ja nicht so viel wegnehmen, ne? Die Bleiminen wieder wegnehmen, aber warum soll ich das wollen? Gut, komm, wir nehmen dir die Bleiminen weg. Müssen aber noch mehr Sachen wegnehmen, ne? Weil du musst ja... Ja, nimm erstmal Stahlwerke. Dann solltest du ganz schnell ganz groß werden. Irgendwas wegnehmen. Erst verfügbare Industrien. Hast du auch schon. Oh, okay. Dann war das ja dumm mit den Stahlwerken. Dann müssen wir dir das in 5 Jahren wieder wegnehmen. Oder du machst das jetzt und die geben ihre Stahlwerke auf. Dann darfst du natürlich noch regionale Kompanie HQs aufbauen. Und jetzt Bau. Stahl. Ikea hat elegante Möbel. Kann man so sagen. Wäre aber auch ein bisschen gelogen.
bauen wir elegante Möbel. Geben uns Prestige und machen unsere Leute noch ein bisschen glücklicher. So, und jetzt wäre Nokia eigentlich mal dran mit Feinpapier. Der Journal-Eintrag Feinpapier kommt aber nicht. Warum, weiß ich nicht. Pension für Kohle? Was zur Hölle? Sofort aufhören. Braucht halt selber Kohle, mein Gott. Wir haben so viel Zeug. Was haben wir eigentlich viel? Holz, ne? Holz haben wir viel. Lass hier nochmal ein bisschen Exportzölle machen. Eisen. Wir exportieren 2000 Eisen. Da lass uns ein bisschen Geld von rausholen. Möbel. Wir exportieren 4000 Möbel. Ein bisschen leichte Exportgewinne machen. Elegante Möbel. Allground-Eisen. Wenn wir auf freien Handel gehen, können wir das sowieso alles vergessen, ne? Wenn es mal ehrlich ist. Mathie-Pakte. Lobbys finanzieren, ja. Es ist Stahl, Glas, Werkzeug, Sprengstoff. Baugewerbe ist ganz schön teuer. Häfen. Bauen ständig überall nur Häfen. Und nicht mehr subventioniert. Trotzdem bauen wir überall Häfen hin. Häfenminen, Fass. Opiumplantagen, das ist doch was wir sehen wollen. Aber eigentlich will ich am liebsten Eisen und Glas und sowas bei uns haben. Haben wir aber nicht. Sind wir denn... Nee, wir sind noch kein Agrarstaat geworden auf einmal. Mal Freihandel. Wir sind Kosmopoliten. Oh, wir haben noch keine Meinungsfreiheit. Sollen wir vielleicht auch mal irgendwie überlegen, ob das nicht vielleicht mal eine sinnvolle Investition wäre. Und auf Gusseisen zurückgehen. Würde ein bisschen Geld sparen. Ja, wir kriegen jetzt natürlich einen ganzen Haufen Indien. Glas brauchen wir, verdammt. Sprengstoff brauchen wir eigentlich auch. Und Werkzeuge natürlich. Doof.
Wird doch alle im Grunde akzeptiert. Was ihr für Probleme habt. Noch akzeptierter werdet ihr nicht. Österreich hasst mich jetzt auf einmal, weil ich irgendwas gemacht habe. Okay. Ich ja gerne mal was. So, ich muss kurz Mali erobern. Hoffen, dass da jetzt keiner ein ernsthaftes Problem mit hat. Vielleicht vorher speichern soll, nicht Trollo. Niemand da hat irgendjemand ein ernsthaftes Problem mit. Weil wir nämlich Mali brauchen für deren Wunder. Oh, für deren Wunder, wenn ich einfach aufhöre zu produzieren, ist das nicht gut für mich oder schlecht? Da hat das noch gar keine Auswirkung. Ah, schon gut. Aber nicht top. Das ist okay. Mit Chile handeln ist, glaube ich, gut. Weil wir damit dann in Chile bauen können. Und dann haben wir ein leichteres Spiel, die auf unsere Seite zu ziehen. Ostmali, ich möchte auch Marcianisch Timbuktu. Und dort nehme ich auch komplett, wenn es geht. Staat übertragen, ja, ganz ruhig. Und nicht übertreiben hier, ne? Unsere Marine ist eigentlich schon ganz Töfte. Militär ist noch so ein bisschen schwierig. Aufklärung mit Ulti, ja. Und noch einen Haufen Autos. Nokia, du brauchst doch Kraftwerke. Mach doch mal Kraftwerke. Luftschiffe für Wolkenkratzer. Wir haben einen Wolkenkratzer und du hast jetzt ein Luftschiff. Glückwunsch. So, du hast doch hier jetzt Strom, ne? Dann mach doch aus dem Strom mal was. Hier, du kannst hier eine Kreissäge anschmeißen. Du kannst... haben wir hier noch? Auf jeden Fall eine Kreissäge, ist schon mal was. Marine, Universitäten, glaube ich auch eher nicht. Häfen, Eisenbahn. Die Eisenbahn haben wir noch nicht. Und das ist eigentlich betrieben mit Kohle, ne? Kohlemotoren und Holz. Strom, wir brauchen noch Strom. Hier, du brauchst Strom. Elektrische Nähmaschine. Und automatische Webmaschinen. Automobile. Nagelbänder, ansonsten wir nicht, ne? Klamotten, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Motorenwerke, die haben auch noch keinen Elektromotor.
Okay, dann bist du vielleicht nicht die prädestinierte Klitsche, um Strom zu fertigen. Elektrische Nähmaschinen. Ah, hier war doch auch Strom, aber auch erst später. Hier, wir sind mit dem Strom noch ganz am Anfang. In unserer Stromzeit. Oh, hier. Strom-Elektrozäune. Auch was. Ja, anders gesagt. Ich will hier weg aus diesem Bauregister, aus dem Kraftwerkregister meine ich. Fangen wir unten an, Bausektoren. Und alle mal Stahlbau machen. Bankenviertel, alle Börsen notiert, ist mir egal. Eisenbahn, hier wird alles Dampfzüge. Stahl. Ölbordtürme werden Verbrennungsmotorladebäume. Nicht Tankwegen. Das haben wir alle schon up to date. Elektrosägewerke, wo es geht. Eisenbahn, wo es geht. Gute Regierungsdinger, wo es geht. Fotografien überall. Unabhängige Künstler überall. Da, wo es. Ne, das alle. Natürlich nur da, wo es geht. Dann nehmen wir erstmal die öffentlichen Straßen. Ach, Opium, ja. Natürlich soll die automatisch verbessert werden. Baumwolle natürlich auch. Kondensationspumpen, Dynamit, Dampfhilfsaggregat, kann dann Dingspumpen, Dynamit, Dampfaggregate, das, Elektrozone, wo es geht, Dünger, Maschinen, Dünger, Elektrofabriken, also ja, haben wir noch nicht so viele, Automobile haben wir auch noch nicht so viele. Sprengstoff, Salzwasser, da wo es geht. Dann haben wir so ein Ding. Gibt's ja nicht. Ja, du auch. Du hast doch Strom. Also, es ist Strom in der Mache. Sprengstoffe, ja, da wo es geht, haben wir schon gesagt. Also anders. Alles müssen das machen, außer da wo es geht. Auch Arland, die machen das so, wie sie es können. Teilglas. Abbrechen. Analysierte Werkstätten, ja, auf jeden Fall. Präzisionswerkzeuge brauchen wir nicht, aber Luxusmüllproduktion wäre schon gut. Das ist immer gut. Alle kriegen die Nähmaschine, außer da, wo es geht. Die kriegen Strom. Handnäharbeiten. Das da. Achso, nee, alle kriegen Webmaschinen, außer da, wo es Strom gibt. Die kriegen Strom. Mach mal das Patentbrennerei-Ding. Gucken, wozu das noch führt. In Sachsen handeln. Wo ist denn Sachsen eigentlich? Sachsen-Coburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Sachsen. Hier. Handelsbelegen. Oh. Mal eine Nachtblockbotschaft vielleicht. Dafür will ich die Investitionsrechte noch abluchsen und Unabhängigkeit garantieren. 25 Jahre vielleicht. Wieder den Aufstand gegen uns. Mann. Die hassen uns. Sie hassen uns dolle. Ja gut, das sind ja nun mal Kriege, die wir nicht weiter beachten können. Hier, und wir wollen die Moschee haben, weil die nämlich Bildungszugang gewährt. Und Bildungszugang ist
recht wichtig für uns. Gerade weil wir jetzt so eine Einwanderungsarmee haben. Und die sorgt natürlich dafür, dass unsere Alphabetisierung ein bisschen runtergeht. Dafür müssen wir A, neue Industrie bauen, weil je größer oder je wertvoller der Job, desto breiter ist die Bevölkerung an Alphabetisierung teilzunehmen und klüger zu werden, sage ich mal. Deswegen brauchen wir teure Jobs, gut bezahlte Jobs. Ein Sechster im BIP. Wir sind über so ein bisschen dabei. Persisch-Kurdistan. Auch schon nicht schlecht. Okay, das Osmanische Reich. Ne, können wir nicht erobern, ne? Bulgarien hast du hier. Nicht in unserem Machtblock. So nicht. So erstmal noch nicht. Was bei euch so aus? 129, das ist auch schon mal was. 70, auch schon mal was. Sachsen. Sachsen ist die Hauptstadt. Überall brechen hier Kriege aus. Überall kriegen wir Leute. Warte, schon wird wohl nichts werden. Und immer noch überall diese blöden Dinger. Westkarelien. Haben wir denn jetzt überall hier Häfen funktioniert? Tatsache. Können wir das Subventionieren von Häfen einfach einstellen? Ich meine, inzwischen haben wir eine ganze Menge Häfen. Nicht subventionieren, wenn es geht. Auch schon eine Menge Häfen. Da wo keine Rücklagen sind, habt ihr Pech gehabt. Auch noch wirklich nicht so unendlich viel Handelsmarine. Das ist schon auch wirklich viel. Wir haben schon den Massenhandel. Handelszentren würde ich jetzt auch nicht unbedingt subventionieren, glaube ich. Sollen sich halt selber tragen inzwischen. Sollte ja wohl gehen. Svealand. So ein gigantisches ein Megahafen. Wo ist er denn? Also das ist der Hafen, ja, aber wo ist denn der? Da ist das Handelszentrum. Plus 72.000. Importiert eine ganze Menge Zeug. Exportiert Möbel, Papier etc. Wir importieren wir importieren Automobile? Ich habe gedacht, wir exportieren Automobile. Schwefelminen, Schwefelminen. Tja, habe ich mich wohl getäuscht. Laufen bei uns die Autos noch nicht so, oder wie? Kraftwerke laufen auf jeden Fall noch nicht so optimal, sage ich mal. Tourenwerke laufen eigentlich im Grunde sozusagen fast gar nicht. Ja gut, aber die werden schon besser. Automobile. Die bauen schon Automobile. Die sind auch ganz schön viel wert. Wir brauchen eigentlich mehr von denen. Ich weiß allerdings nicht, warum die jetzt keine machen. Oder haben wir schon wieder... wir haben Mangel im Bau für unseren Investitionsfonds.
So, wir haben noch ein Mandat, ne? Ja, was nehmen wir denn hier eigentlich? Vasalisierung. Autorität für Blockmitglieder. Jetzt auch noch irgendwas anderes nehmen können, ne? Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht Nahrung. Wird nochmal unseren Lebensstandard, Militärindustrie. Freizügigkeit. Gibt es noch mehr Migration? Kolonialämter. Aber mit Kolonisierung sind wir im Grunde irgendwo auch durch. Transportinfrastruktur. Nee, ich glaube, Personalisierung brauchen wir jetzt. Wir haben jetzt auch schon wieder einen ganzen Haufen. Jetzt auch Handelsrechte. Stahl. Damit könnten wir jetzt versuchen, die Achievement zu kriegen, ne? Ja. Ach komm, warum nicht? Kriegst du noch? So, weil das schon alles britisch aus Afrika gehört. Hm. Das ist Schwedisch-Ostafrika. Dort haben wir auch. Guck an. Frage ich mich ja gerade, wo jetzt die... Schwedisch-Ostafrika, ja, ja, ich schon. Britisch. Irland Forstwirtschaftskonsortium. Wo sind denn jetzt die anderen? Da sind die noch gar nicht dabei jetzt. Tanganyika. Schwedisch Tanganyika. Okay. Ja, gut, dann macht das. Lindy ist da. Doch haben. Die 2 Felder, was da noch über ist, das kannst du natürlich noch haben. Ja, gut, nimm. Ja, ist in Ordnung. Ist nicht in unserem Interesse. Schwedisch-Preußische Union. Okay, da gehören auch eine Menge Leute zu, ja. Die muss aber eigentlich auch mal weg. Themen, Marktplatz der Welt. Handelsvorteil für Exporte. Wir wollen verkaufen. So, jetzt brauchen wir irgendwie Frauenrechte irgendwann mal, ja.
Auch noch Meinungsfreiheit haben. Uff, Meinungsfreiheit. Was wir uns hier nicht alles antun. Frauenwahlrecht. Frauen am Arbeitsplatz. Frauenwahlrecht. Werden wir jetzt mal das Frauenwahlrecht einführen, oder? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Demokraten bitte wieder raus. Örtliche Knappheit. Transport in der Sahara wird knapp. Achso, weil da Öl ist. Okay, ja, dann braucht er eine Eisenbahn rein. Die Flotte hat eine niedrige Organisation. Dann musst du befördert werden. Wir haben niedrige Lebensstandards. Das verstehe ich. Wir haben mangelnden Bau. Wir haben Elektrizitätsknappheit in Svealand. Dann müsst ihr hier mal mehr Leute rein buttern. Dann könnt ihr auch euren Elektrizitätsprobleme daher werden. Nokia baut schon über Papierfabriken und hast du nicht gesehen, aber sie kommen hier nicht zu den Prestige-Dingern. Wir wollen ja eigentlich Ericsson haben, weil die besondere Telefone bauen, ne? Wenn die ja auch die Telefone bauen, da ist ja schon was dran. Marokko. Marokko erobern. No, no, no. Das ist ja was. Ja, auch noch rum erobern und so, ne? So gut, du können auch noch uns holen. Theoretisch. Moderne Häfen. Ist wahrscheinlich eh alles egal, was Häfen angeht. Können wir hier mit Öl um uns schmeißen und dann explodiert hier alles in einem leuchtend roten Feuerball. Jetzt brauchen wir Öl. Hier ist eine ölreiche Gegend. Hier Öl bauen. Munition in Jemen ist auch gut. Was sind hier für Dinge? Österreich und die beiden Siziliens. Wir haben eine stabile Energieversorgung, unbegrenzte Energie, Elektroeisenbahn. Mit irgendwo so einen dämlichen Aufstand. Echt keine Ahnung, ob die Angola. Weißt du was? Liebe Premium-Motoren. Wenn das Diplomatie spielt, geht das nicht. Ost-Angola wäre ja eigentlich viel spannender. Da müssen wir mal schauen, ob das nicht vielleicht wird.
Oh, wir kriegen mehr Autorität. Freut uns auch immer. Was habt ihr denn? Hallo. Wir reichen für so ein paar kaputte da, sag ich mal. Nochmal mehr Einkommensübertragung. Interner Handel gibt Kompaniedurchsatzbonus und Konvoibeitrag. Dann nehme ich doch erstmal den Kompaniedurchsatzbonus. Dann schaue ich mal diese Kompanie hier. Nimm einfach Ostangola. Und wir machen hier weiter mit Lindy. Bisschen Nordkamerun abgekriegt. Ja. Naja gut, das ist das. Ja, uns fehlen Autos und aus Gründen der mir nicht weiter bekannten Problematik werden auch einfach keine weiteren Autos gebaut. So, ich wurde gerade angerufen von einem Spam-Anruf, deswegen musste ich kurz unterbrechen, aber das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Der Kolossus. Prestige, Schiffswerftdurchsatz. Oder nehmen wir Prestige. Sklaverei und Kolonialarbeit. Nicht so gut. Finden wir nicht so gut. Badei können wir auch noch erobern. Ne? Haben wir noch ein bisschen was, ne? Können noch so ein bisschen klöppeln. Kann ich so Koto erobern und dann hier rum machen. Egal. Wir versuchen ja gerade eigentlich mehr oder weniger verzweifelt, unsere Riesenarmeen hier voll zu besetzen. Und das gelingt uns problemlos. Dann würde ich sagen, meine Freunde, speichern wir einmal kurz und schauen uns an, wie der Krieg aussehen wird, wenn wir ihn erklären. Wir wollen ja diesen Staat erobern. Dann sind wir Kola. Ostkarelien. Dann wollen wir das Ostsee-Abenteuer hier rüber haben. Eigentlich wollen wir dann auch Ingmerland. Wird dann nämlich eine Verbindung haben. Preuß wird uns helfen. Das ist ja wahnsinnig. Mit 200 Mann wollen da hingehen. Wir haben diese 100 Schiffe. Sollen hier hinfahren und blockieren. Wir haben 111. Wir haben diese 100 hier. Wir sollen hier hinfahren und Konvois überfallen. Wir haben diese 11, die brauchen wir nicht. So. Machen wir es so. Haben wir hier nochmal
200 Mann. Da müssen wir gucken, wer jetzt noch so dazu kommt. Wir wollen ja auf jeden Fall noch. Und kommt halt so rein, liebes Indien. Preußen ist mir ziemlich egal. Ja. 1000 Millionen Einheiten. Über diese 207 Mann noch hier hin tun. Ich hätte natürlich gerne noch Schleswig-Holstein, ne? Junge, das ist teuer. Landesbefreiung können wir auch nicht mehr machen. Essen-Kassel, die Walachei. Naja. Geht auf jeden Fall ordentlich aufs Geld. Immer noch. Okay, wir haben ziemlich hohe unrealisierte Steuern. Die hassen uns jetzt scheinbar. Gut. Verteidigt die Front, meine Freunde. Sehen, was passiert, wenn hier jetzt der große Krieg ausbricht. Okay, es greift keiner an. Ja, auch schon mal noch hier wird gekämpft. Denen gegen die Preußen. Und hier die Preußen gegen die Inder. Okay, das heißt, hier müssen wir die Front voranbringen. Hier werden wir die Front auch voranbringen. Er hat 122 Schiffe. Zum großen Teil wegfahren. Dann kannst du vielleicht einfach versuchen, hier rüber anzugreifen. Preußische Flotte ist mir ziemlich egal. Abfangen. Okay, wir rocken da durch die Russen durch, das ist ja nicht mehr feierlich. Gelingt uns bei den Preußen leider weniger.
Okay, hier müssen wir tatsächlich Front verteidigen. Verwunden deutlich mehr, als dass wir verlieren. Ja, 2:1 ungefähr. 2:1 ist ein guter Schnitt. Kann man nicht meckern. Hier kommen wir schon zum zweiten Mal an. Finde ich nicht uninteressant. Das gewinnen wir aber auch. Wir sind die großen Kämpfe hier, die spannenderen. Die für uns wichtigeren. Musst du hier Blockade machen und du musst hier Konvois überfallen. Haben wir das jetzt oder nicht? So, das gehört zu dem Feld da dazu. Ah, okay. Dann können wir auch noch eine Invasion auf Westpreußen machen. Ja, eine indische Migrantenwelle nach der anderen. Also Einwanderungswelle. Ist schon stark. Ja, ich gebe zu, der Inder ist hier wirklich eher ein Hindernis als was Positives. Ja, die ist eher gerade groß machen, ist gar nicht schlecht. Wie viele Munitionsfabriken bauen wir denn? Alle. Munition, Häfen, Opium, Reis, Handelszentren, Tabak, Reis, Opium. Es wundert mich wirklich, dass wir nicht in die Industrie gehen. Wo sind die Stahlindustrie? Wo ist die Glasindustrie? Das sind doch die Dinge, die wir eigentlich bräuchten. Da haben wir doch auch einen Haufen Kompanien. Die Staatskasse regelt gerade gar nichts. So ehrlich muss man auch mal sein. Strategische Ziel ist natürlich Brandenburg. Strategische Ziel ist und bleibt und muss Brandenburg sein. Eigentlich müsstest du das auch schaffen können. Betonung liegt auf eigentlich. Dann haben wir ein Schiff verloren? Nee, ne? So, du machst den Seeknoten hier für die Ostsee. Ja gut, das macht Sinn. Ah, hier verlieren wir leider ziemlich viel. Neues Mandat ist verfügbar. Konvoikosten für Hafenverbindung, das brauchen wir. Wir haben so viele Konvois. Können wir die Vasallisierung hochdrehen. Und vielleicht für die jetzige Zeit eine Einberufungsgeschichte hier machen. Damit unsere Soldaten schneller zurückkommen.
hätte schon gerne den Brückenkopf hier, muss ich sagen. Auch gut, dass ihr es so einigermaßen schafft, da zu halten. Wenn es der Russe aufgeben könnte, wäre es natürlich ganz hervorragend. Soweit sind wir aber noch nicht mit dem lieben Russen. Wir sehen aber auch, der Preuße, der ist zäh. Ich weiß noch nicht, wie wir den besiegen wollen. Also da müssten wir schon... Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich hätten wir Kovno holen sollen. Und hier da einfallen können. Ah, der Deutsche ist schon bereit, den Russen über Bord zu werfen. Der Russe ist noch nicht so weit. Jetzt wäre er auch so weit. So, und mit dieser Tat können wir endlich... Okay, wir haben nicht ganz Schleswig-Holstein, na gut, aber wir werden jetzt Skandinavien gründen. Und... So weit sind wir schon. Im Gegensatz zur ungleichen Union früherer nordischer Hegemonien umfasst der neu gebildete skandinavische Staat norwegische, isländische, schwedische und dänische Bürger, die alle gleichgestellt sind. Auf eine grandiose Vereinigung. Damit bekommen wir Anspruch auf Schleswig-Holstein. Aber die finnischen Menschen sollen ebenfalls gleichberechtigte Bürger werden. Damit wird Finnisch eine Hauptkultur. Das wollen wir lieber. Ja, wir sind Skandinavien. Ist das gut für uns? Weiß ich nicht, aber ich bin Skandinavier. Jetzt haben wir unseren Machtblock etwas ausgedünnt, weil natürlich die Norweger nicht mehr da drin sind und die Dänen. Nur noch eine Frage, kann ich das? Achso, weiß man natürlich nicht. Habe ich Staaten erobern? Portugiesisches Zambesi, okay. Ja, das könnte klappen. Gut, dann lass uns noch die Vereinigten Baltischen Provinzen glücklich machen und dann bedanke ich mich herzlichst fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, da haben wir noch ein paar inkooperierte Staaten, sehe ich gerade. Das gefällt mir wiederum nicht so. Wir können auch noch hier was hier. Dingsen, kolonisieren, Staaten inkooperieren. Jetzt sind das alles unsere. Nein, das hier noch nicht. Skandinavisch, Schleswig-Holstein? Ach so. Ja, das wird jetzt natürlich rein bunt. Das gehörte noch vorher Dänemark. Kann ich hier nochmal gucken, was wir hier noch so haben. Niger. Skandinavisch Ostafrika. Kolonie im Senegal gründen. Nee, das will ich nicht, weil das wäre der in Äthiopien. Das wäre Äthiopien. Ach so, das ist dann skandinavisch. Nee, hä? Tanganyika und Kazembe. Das hier ist Kazembe. Und das ist Tanganyika. Okay, und skandinavische Lindi nicht? Naja, gut. Ja, Kongo. Aber das kann ich nicht machen, weil da natürlich die Forstwirtschaft drin hängt. Botswana, Hereroland, Namakwaland. Ist die Kompanie? Ostangola? Das ist Ostangola. Skandinavisch Ostangola.
Na gut. Naja, wir schauen mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Habt noch ein schönes Wochenende. Und bis dann. Ciao.